Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen Schweiz, aus der wunderschönen Stadt Zofingen. Heute präsentiere ich euch meinen Burgen-Mock aus verschiedenen Sets, die ich bauen werde. Ihr werdet schauen, ihr werdet vielleicht staunen. Ja, das wird super. Lego, Burg, AliExpress, Cuman, Burg. Diorama, was ich euch gezeigt habe, mit der Seilwinde, was hinter dran ist. Dann die mittelalterliche Schmiede von Ximbao Bluebricks, die schon auseinandergemacht worden ist, weil ich hier schon Teile verwendet habe. Wie gesagt, ich will daraus was bauen. Das konntet ihr schauen. Ich wollte es nicht das Set einfach kaufen, weil ich es schlecht fand, weil ich fand, ich will so etwas bauen und ich will noch vielleicht eine Schmiede bauen. Ja, das ist cool. Und ich werde natürlich auch IKEA verwenden und natürlich auch OpenBricks Platten. Ja, da Knoppenschiebsen und so weiter machen. Nein, aber ist cool, da kann man so wegnehmen und ihr seht ihr das vorne. Das ist doch perfekt. Auch das werde ich hier alles verbauen in diesem Video. Es geht los, es wird groß, es wird großartig. Ja, ich kann es nicht erwarten. Es kann endlich starten. Und los. Und wir bauen jetzt rauf das Ganze. Ja, die Burg entsteht. Auf der Seite habe ich viel überlegt. Soll ich jetzt eine Mauer bauen? Soll ich da auch Felsen bauen? Ich war mir da nicht sicher. Natürlich habe ich da hin und her überlegt und wie ich das bauen möchte und so weiter. Auch den Eingang das bauen. Und ich habe das wieder abgerissen, wieder neu gebaut und so weiter. Mir kam einfach nicht so eine Idee. Auf der einen Seite habe ich gedacht, ja, da kommt dann noch so Früchte unten dran her und auf der anderen Seite dann ein Verlies. Das wusste ich gleich dort, dass ein Verlies bauen wir auf der einen Seite und dann habe ich nach oben gebaut und auch die Treppe gebaut, weil ich auf der Seite einfach nicht sicher war, wie ich das bauen möchte. Dann natürlich den Eingang so verbaut, dass man das dann draufziehen kann, ja, die Ziehbrücke, dass es funktioniert. Statt gelbe Fenster habe ich natürlich beige genommen. Dann das Ganze so bestückt, dass vorne weiß ist, weil es eine Winterlandschaft ist und an den Dächern, da ist es immer weiß. Hier sehen Sie jetzt wieder von vorne, da habe ich das Ganze gebaut und dann hin und her überlegt, wie groß soll ich das bauen. Vorne ist natürlich die Möglichkeit für den Ritter oder König dann die Leute zu begrüßen und dann das Ganze zu sehen. Und dann habe ich das hin und her gemacht und mir überlegt, auch den Turm raufzubauen. Ein kleines Türmchen, ja, kommt auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Türmchen und dann natürlich das Ganze auch noch so verziert, obendran ein Löwe. Und dann habe ich mir die Idee gehabt, ich baue dort einfach den Berg weiter. Aber wo ich das Ganze aufgebaut habe, habe ich gesehen, das ist nicht so ganz stabil, wenn ich das so mache. Also habe ich den Berg vorne und hinten gebaut, damit er stabiler ist und dann ich da rauf bauen kann, weil ich will ja immer so bauen, dass ich dann, wenn ich in dem Bastelraum, dort wo ich das Ganze dann verstaue, nicht zu viele Steine verliere. Ich baue das immer dann nach oben. Und hier seht ihr das Ganze. Das sieht doch cool aus. Auch ein weiterer Turm hinten dran, wo ich mir überlegt habe, natürlich mit Schnee obendran. Überall halt Schnee. Aber das sieht super aus. Und dann habe ich gesagt, es braucht noch einen Stall, natürlich für das Pferdchen. Und wir brauchen auch die Möglichkeit, dass wir dort einen Eingang haben. Auf der Seite habe ich es noch offen gelassen, weil da gibt es einen Durchgang. Da ist ein Häuschen dann, das ich da bauen werde. Und ich habe auch die Schmiede gebaut und habe es auch hin und her versucht, wie sieht das am besten aus. Also das war alles ein Hin und Her, bis ich es fertig gebaut habe. Ich hab's verbracht, es ist geschafft, die Burg ist da. Ja, ist sie nicht wunderbar? Sieht die nicht toll aus? Das ist doch kein Graus, das ist doch cool. Eieieiei. Viele Stunden sind gegangen. Ihr konntet es schauen. Ich habe es gebaut. Das ist doch einfach eine Wucht. Und sie ist natürlich zu groß für mein 360-Grad-Video zu zeigen. Das ist viel zu groß. Aber was ich cool finde, ist IKEA unten dran. Das hält auch gut. Das ist sehr stabil. Und wenn man unten dran noch die Schachtel dazu tut, hat man noch Griffe. Dann kann man das auch gut heben. Also, das ist natürlich super. Das ist natürlich dann, wenn man so etwas
sehr Schweres baut, eine gute Idee, dann hat man unten dran Plastik, man kann drauf bauen und kann dann einfach da auch Dinge transportieren. Das werde ich dann sehen, ob es ankommt. Ja. Aber das ist der erste Teil und wir schauen das natürlich im Detail miteinander an. Ja, und das wird ein bisschen tricky, weil ich habe natürlich viel nach oben gebaut. So, das auf die Seite und wir schauen uns mal das von vorne an. So, nach hinten gehen ein bisschen, dass ihr das besser seht. Da seht ihr den Eingang. Hier, ich gehe nach vorne, nach hinten. Ich gehe nach vorne, dann seht ihr hier den Eingang, da hat das Wappen und da ist auch der Eingang. Und obendran haben wir natürlich auch ein bisschen ein Gebäude. Ja, dort ist der Zahlmeister und es hat 2 Türme und diese Türme schauen wir im Großen an, weil sonst seht ihr es ja nicht. Diese Türme sind auch sehr schön gemacht und unten dran ist es ein bisschen weiß. Warum weiß? Es ist Winter und im Winter muss es natürlich weiß sein. Hier vorne habe ich auch weiße Ziegel dran getan, damit das ist. Weil es ist so, wenn ihr da im Winter schaut, dann fällt der Schnee nach unten und unten dran manifestiert es sich, außer es ist ganz ein sibirischer Winter. Aber das wollen wir nicht haben hier. Nee. Darum habe ich es so gemacht. Immer oben dran ein bisschen blau und unten habe ich das Ganze reingetan. Dann hat es hier natürlich die Willkommensfahne und auch das rein. Und man hat hier 2 Wachttürme. Und diese 2 Wachttürme sind natürlich auch cool. Dann kommen wir auf diese Seite, da seht ihr das besser. Das habe ich extra so gemacht, damit man hier nicht das durchgebaut hat, hier offen gelassen, weil hier kommt dann das andere Gebäude hinzu. Da haben wir natürlich ein Tor, das kann ich aufmachen, genau durchschauen und so weiter. Dann habe ich hier einen Stall mit einem Pferdchen, ja, für den Herrn Ritter, der hier da wartet, hier auf der Seite. Und dann haben wir auch noch hinten dran haben wir eine Schmiede, das habe ich noch umgestellt vom Video, also kam mir ganz am Schluss noch in den Sinn. Dann oben dran habe ich den Ritter, der das Ganze bewacht. Es gibt immer so ein großer Ritter, der hat sein eigenes Ding, der hat der Falkenritter so Art und ja. Aber anders gemacht, ja. Aber der bewacht das Ganze und dann haben wir natürlich hier unten dran, das sieht man jetzt nicht gut, hat man ein Verlies, da ist eben der eingesperrt. Es ist ganz klar ein Display-Modell. Das kann man ausstellen, man kann natürlich hier ein bisschen auch spielen, hier, aber es ist nicht zum Spielen eigentlich gedacht. Wenn wir hier den Schmied, dann zeige ich euch ein Foto, dann haben wir hier oben dran eben dieser Ritter, der das Ganze hier auch bewacht. Und ich muss mal schauen, ob ich das hier euch noch zeigen kann. So, mal schauen, dann seht ihr das besser. Hier hat es auch die Schmiede und hinten dran der Blasebalg. Ja, der Blasebalg zum Blasen, damit die Glut aufgeht. Ja, das ist doch cool. Ist mir etwas runtergefallen, schnell wieder aufheben. Ja, der Meister baut wieder ab, da ist ein Stein nicht so ganz cool. Aber wenn man es auch von hinten anschaut, natürlich auch schön mit den Öffnungen und dann hier auf der Seite auch. Also da kann man sich wirklich wehren. Das ist der wehrhafte Teil der Ritterburg im nächsten Video. Weil sonst wird es zu lange. Ja, und ich brauche auch Zeit. Das zu bauen. Könnt ihr natürlich schauen. Werde ich den zweiten Teil euch präsentieren. Ja, der zweite Teil, der wird heiß und wird cool. Ja, und was stelle ich mir vor? Ein Bergfried gehört natürlich dazu, dann gehört natürlich das schöne Gebäude dazu und dann natürlich viele Mauern, damit man nicht durchkommen kann. Und man kann natürlich das Ganze jetzt hier auch noch größer machen, auf die IKEA-Box rauf tun. So, dann nimmt man es hier, tut hier drauf, aus die Maus und hat schon eine Höhe. Wahnsinnig, Wahnsinn. Und jetzt kann ich hier das Ganze hier auch noch raufsetzen und dann seht ihr, dann ist das Diorama fast perfekt. Dann kommt man nämlich mit der Zugbrücke hier nach unten und man kann hier
einsteigen. Und von vorne sieht das dann so aus. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich da nichts runterfallen lasse. Ja, aber das ist doch wirklich super, super. Da ein bisschen in der Nähe noch und da kann ich das noch drehen. Das ist doch eine Pracht. Was meint ihr? Seid ihr gespannt, wie es weitergeht? Die zweite Ritterburg. Ja, der anschließende, natürlich mit Burgfried und so weiter, kommt im nächsten Video 2 in 1. Beim Steinemeister wird nicht geklotzt, das sind Steine verbaut. Eieiei, sehr schwer. Tschüss zusammen. Merci. Danke.